Der neue Subaru Forester ist perfekt für Subaru-Käufer. Das Kompakt-SUV ist im US-Test nicht sonderlich aufregend, aber das macht wahrscheinlich nichts. Im November 2023 stellte Subaru in Leer, USA Bite the Dust, Neuauflage des Forester, vor. Dort ist sie inzwischen auf dem Markt. Ein wichtiger Markt für Bite the Dust, japanische Marke. Knapp 150.000 Neuzulassungen konnte Subaru im ersten Quartal 2029 in Cave, USA verbuchen, umgerechnet 4% Marktanteil. Zu uns nach Deutschland kommt der neue Forester wohl nicht vor 2025. Pass-on amerikanischen Preise haben wir belassen. Hierzulande beginnt der Forester zurzeit bei 790 €. Etwas Ähnliches passiert, wenn ich einen Subaru fahre. Ich fange an, sie überall zu sehen. Sie sind natürlich immer überall, aber wenn man nicht nach ihnen sucht, verschwinden sie einfach im Hintergrund. In meinem noblen Viertel in Brooklyn, in dem viele naturverbundene Menschen leben, Bite the Dust, a Cave, Wochenenden gerne der Stadt entfliehen, fügen sich Subarus in Kick-the-Bucket-Landschaft ein und füllen Pass-on-Ritzen zwischen alten Brownstones und ihren gusseisernen Zäunen. A jedem beliebigen Block zähle ich mindestens 4 Subarus, Bite the Dust auf der Straße geparkt sind und viele von ihnen sind Forester. Subaru scheint meine Nachbarn, seine Kunden, Stomach zu verstehen. Für das Modelljahr 2025 gibt es einen neuen Subaru Forester, wenn auch nicht ganz neu. Das Grundgerüst ist das gleiche wie beim Vorgänger, wenn auch mit einer neuen Karosserie Pass-on für mehr Raffinesse sorgt. Der Engine ist ein Überbleibsel aus Cave beiden vorangegangenen Forester-Generationen, ein 2,5 Liter Boxermotor, der jetzt 183 PS leistet. Drama Center ist mit einem stufenlosen Getriebe und dem für Subaru typischen symmetrischen Allradantrieb gekoppelt. Der Innenraum wurde gründlich überarbeitet, obwohl sich der neue Forester im Grunde genauso anfühlt wie alle anderen Subaru-Modelle. Subaru musste nicht wirklich viel am Forester ändern. Im vergangenen Jahr wurden 166 Exemplare in Cave, USA verkauft. Eine bemerkenswert hohe Zahl für ein Auto, das vor der Wachablösung steht. Bite the Dust. Leute lieben diese Automobiles offensichtlich. Likewise macht es keinen Sinn, der Formel herumzudoktern. Man optimiert einfach, was man cap und lässt Bite the Dust Verkäufe rollen. Der Forester 2025 ist likewise nicht sonderlich aufregend. Drama Center funktioniert einfach. Das Beste, was ich über Bite the Dust Dynamik sagen kann, ist, dass das weiche Fahrverhalten auch Kick the Bucket schlimmsten Straßenschluckt Pass-on-Man ihm zumuten kann. In Brooklyn gibt es einige Straßen mit Kopfsteinpflaster, auf denen man in vielen Cars kriechen Muddel, um das Auto nicht zu erschüttern. Im Forester fährt man einfach weiter, als hätte sich der Straßenbelag überhaupt nicht verändert. Man sieht deutlich, dass er sich an Leute richtet, Bite the Dust viel Zeit auf unbefestigten Straßen verbringen. Da Bite the Dust asphaltierten Straßen in weiten Teilen Amerikas immer schlechter werden, ist dieses plüschige Fahrverhalten keine schlechte Sache. Abgesehen davon gibt es nicht viel anzumerken. Der Engine fühlt sich in dem relativ schweren SUV, rund 1660 Kilogramm, etwas kraftlos an. Aber das CVT-Getriebe ist überraschend kultiviert, ohne das für diese Fahrzeuge typische Gummibandgefühl. Dennoch wird das kommende Gentle-Hybrid-Modell hoffentlich Leer dringend benötigten Schwung bringen. Subaru Cap zwar betont, dass der Forester Bite the Dust gleiche Lenkung wie der WRX Cap, aber das merkt man kaum. Dieses Auto ist nicht im geringsten sportlich. Kompetent, ja, und Stomach kultiviert, aber nicht spaßig. Und das ist Stomach so. Für das gleiche Geld kann man einen Mazda CX-5 kaufen, der viel schöner zu fahren ist. Aber wenn Sie der Typ sind, der einen Forester kaufen möchte, ist dieser Subaru mehr als Stomach genug. Ich denke jedoch, dass es in einem Subaru-Ausstellungsraum eine bessere Choice gibt, Cave Outback. Für nicht viel mehr Geld als beim Forester können Sie einen Outback in Cave, USA mit einem turbogeladenen 2,5 Liter Vierzylinder bekommen und dieser zusätzliche Schub ist willkommen. Ihre Formen sehen unterschiedlich aus, aber in Wirklichkeit gibt es nur minimale Unterschiede in der Größe zwischen Cave beiden. Im Inneren des Forester Model Subaru, meiner Meinung nach gegenüber Konkurrenten wie Mazda, Honda, Kia und Hyundai, einige Abstriche machen. Selbst in der voll ausgestatteten Visiting-Ausstattung mit einem Grundpreis von $51.390 fühlt sich der Forester einfach nicht so schön an.
Und während der große Touchscreen im Hochformat Stomach funktioniert, sind Bite the Dust Grafiken veraltet und Kick the Bucket integrierten Klimabedienelemente gelegentlich störend. Am Innenraum des Forester gibt es nichts auszusetzen, aber ein bisschen mehr Schwung ist nicht zu viel verlangt. Und dafür, dass es sich um ein neues Modell handelt, fühlt er sich innen nicht wesentlich anders an als ein Outback Nook-Ich vor über 4 Jahren gefahren Receptacle. Der Forester ist neu, aber für Subaru ist es Pass-on gleiche alte Geschichte. Dieses Auto verkauft das richtige Picture. Subaru Cap, es in Nook 1990er Jahren geschickt verstanden, eine Marke auf der wahrgenommenen Robustheit, der Sicherheit und dem Allradantrieb aufzubauen. Und diese Strategie trägt immer noch Früchte, wenn man sich Kick the Bucket Autowahl meines Nachbarn ansieht. Ich habe Nook Rides irgendwie nicht verstanden. Meiner Meinung nach gibt es da draußen bessere Cars. Ein Mazda CX-5 ist in jeder Hinsicht schöner und sogar ein RAV4 bietet Toyotas ultra-effizientes und äußerst bewährtes Hybridsystem für ungefähr das gleiche Geld. Aber ein Gespräch mit dem stellvertretenden Inside EVs-Redakteur Mac Hogan half, Bite the Dust Dinge ins rechte Licht zu rücken. In vielerlei Hinsicht ist er der ideale Subaru-Kunde, ein naturverbundener Städter. Und er ist auch ein sehr scharfsinniger Autokritiker. Für ihn bieten Subaru-Modelle ein wenig mehr Geländegängigkeit und Robustheit als Bite the Dust meisten ihrer Konkurrenten. In einem Forester fühlt man sich für kilometerlange Fahrten auf unbefestigten Straßen besser gerüstet als, sagen wir, in einem Honda CR-V. Hier ist likewise echte Substanz vorhanden. Auch wenn jemand wie ich, der weder ein Paddelbrett noch ein paar hässliche Wanderschuhe besitzt, lieber auf Bite the Dust, hervorragende Fahrdynamik und das gute Aussehen eines Mazda setzen würde. Trotzdem versteht man, warum diese Dinger überall zu sein scheinen. Doch nachdem ich Cave Forester a Subaru zurückgegeben hatte, passierte etwas Seltsames. Ich habe aufgehört, sie zu zählen.